Hallo und herzlich willkommen zu unserem DIY mit Weihnachtsstern. Ich zeige euch jetzt, wie man einen kreativen und modernen Adventskranz herstellt. Wir greifen die Tradition auf und interpretieren sie neu in einem unkomplizierten DIY, das ihr ganz leicht zu Hause nachbasteln könnt. Und das brauchen wir für unseren schwebenden Adventskranz. Weihnachtssterne in den Farben, die euch gefallen und die zu eurer Weihnachtsdeko passen. Außerdem benötigen wir einen Steckschaumring und eine Schüssel Wasser, 2 Adventskranzständer aus Metall, einer für dicke Kerzen und einer für schmale, grüne Tannenzweige oder auch Stechpalme, weihnachtliche Accessoires wie Tannenzapfen und Holzsterne, lange Stabkerzen, Steckdraht, eine Heißklebepistole, ein Wasserkocher und ein Gefäß für das heiße Wasser, sowie ein Messer und eine Rosenschere. Zuerst legt ihr den Steckschaumring in die Schüssel Wasser oder auch ins Waschbecken, damit er sich vollsaugt. Nicht runterdrücken, sonst bilden sich Luftblasen. Dann steckt ihr den Ring auf unseren Adventskranz für die dicken Kerzen. Etwa so. Und das zweite Gestell kommt oben auf den Ring drauf. So bekommen wir einen schönen schwebenden Effekt. Um das Ganze zu stabilisieren, verbindet ihr die beiden Kränze und die Steckmasse auf jeder Seite mit Steckdraht. Schön festdrehen, hält. Im nächsten Schritt bringt ihr Wasser zum Kochen und lasst es in einem Gefäß auf 60 Grad abkühlen. Von den Weihnachtssternen schneidet ihr einzelne Zweige schräg ab und haltet die Enden für ca. 5 Sekunden in das heiße Wasser. So wird die Schnittstelle geschlossen und der Milchsaft tritt nicht weiter aus. Nun könnt ihr die Weihnachtssterne rundherum in den Kranz einstecken und das Ganze wiederholt ihr so oft, bis der Kranz voll mit Weihnachtssternen ist. Damit der Steckschaumring komplett bedeckt ist, braucht ihr ungefähr 10 große Weihnachtssterne. Als nächstes kommt das Tannengrün. Je nachdem, was euch gefällt, Kiefer, Tanne oder Stechpalme wie Ilex. Damit könnt ihr den Kranz auffüllen. Einfach verteilen. Wenn wir alles an Weihnachtssternen und Grün eingesteckt haben, geht's ans Dekorieren. Alle weihnachtlichen Dekosachen steckt ihr erst auf Steckdrähte drauf und verteilt sie dann einzeln im Kranz. So kann man später noch die Weihnachtssterne austauschen. Bei Zapfen könnt ihr den Draht drumherum wickeln und unter die Schuppen schieben. In kleine Äpfelchen oder Dekoobst steckt ihr den Draht einfach ein und schneidet ihn auf die gewünschte Länge zu. Ich finde, das passt zum Beispiel hier gut rein. In Holzsterne steckt oder klebt ihr den Draht und verteilt sie dann auf dem Kranz. Sieht doch schon schön weihnachtlich aus. Bei Deko aus Ton oder Plastik klebt ihr den Steckdraht mit der Heißklebepistole an. Einmal das Ende umbiegen und den Kleber gut verteilen und kurz trocknen lassen. Dann könnt ihr sie auch problemlos im Kranz verteilen. Zum Schluss dürfen natürlich die Kerzen nicht fehlen. Fest in die Kerzenhalter einstecken. Fertig. So erschafft ihr ganz einfach einen effektvollen, schwebenden Adventskranz. Mein Pflegetipp: Den Kranz könnt ihr regelmäßig mit etwas Wasser befeuchten. Verwelkte Weihnachtssterne lassen sich ganz einfach austauschen. So bleibt euer Kranz über die gesamte Adventszeit frisch. Schreibt uns gerne in den Kommentaren, wie ihr eure schwebenden Kränze gestaltet habt. Viel Spaß beim Nachbauen!